Ich bin absolut gern Landwirt. Also ich liebe das, was ich mache, und ich konnte mir mein ganzes Leben niemals irgendeinen anderen Beruf oder was vorstellen. Mit den Tieren arbeiten und in der Natur draußen sein und einfach dieses Schaffen von neuen Leben. Eine Landwirtschaft ohne Tiere konnte mir ich nicht vorstellen. Wir haben uns bei den Tieren eigentlich größtenteils für die alten Nutztierrassen entschieden, weil die halt so robust sind. Die kommen mit jeglichen Wetter gut zurecht. Und natürlich ein wichtiger Punkt ist einfach, diese Artenvielfalt zu erhalten von diesen ganzen alten Rassen, weil die was größtenteils vom Aussterben bedroht sind. Ja, unsere Schweinehaltung ist durchaus ungewöhnlich, weil wir halten unsere Schweine ganzjährig draußen. Da, wo sie alles umgegraben haben, sehen wir wieder irgendwas aus, Sonnenblumen, Weizen etc. Und wenn diese Fläche wieder gut grün bewachsen ist, lassen wir die Schweine wieder in diesen frischen Bewuchs rein. Die Hühner bleiben genau nur einen Tag auf derselben Fläche. Die sind in mobile Unterstände. Die Schafe wechseln immer die Weide und die Hinterlassenschaften der Schafe, der Kot, der wird besiedelt mit Käfer und Larven und solche Geschichten. Und den Hühnern taugt das natürlich voll. Und auf der Suche nach den Käfer schauen die Hinterlassenschaften auseinander, und dann haben wir wieder den Vorteil, dass sie den Dung auf der Fläche gleichmäßiger verteilen. Die Murbodner haben einen extrem ruhigen Charakter. Sie sind mit ihnen arbeiten ist extrem umgänglich. Sie sind immer gelassen, und gerade mit unserem speziellen Weidesystem, durch das, dass wir die relativ oft umweiden, ist es halt richtig angenehm mit ihnen arbeiten. Sie kommen immer sofort davon zu und ja, sind richtig nette Rinder. Die Hecken in dem speziellen Fall der Sonnenweide sind so angelegt, weil wir das in Kombination mit unserem Weidesystem machen und wir ja die Rinder immer wieder umweiden müssen. Jetzt haben wir ein Zentrum gebraucht, dass wir das schnell machen können. Und so von diesem Zentrum aus gehen diese Heckenstreifen, die die Weidesegmente abteilen, halt weg. Und von oben schaut es dann aus wie die Strahlen der Sonne. Und so ist auch der Begriff der Sonnenweide entstanden. Wir pflanzen bei unseren Hecken die ganzen heimischen Wildobstgehölze. Da sind wir von Dirndl, Schwarzdorn, Heckenrose, Holunder. Alles, was so bei uns in der Natur auch wachsen würde, so legen wir im Prinzip die Hecken an. Die sind rein echt für die Biodiversität, für die Vögel und die Insekten einfach als Nahrungsgrundlage gedacht. Auf unseren Grünlandflächen haben wir ein bisschen andere Systeme wie in der Sonnenweide. Und zwar da pflanzen wir wirklich auch Obstgehölze, die zum Ernten gedacht sind. Sprich, wir haben jetzt auf unserem Hof über 32 Obstarten und mit 240 Sorten circa, also eine ziemliche Vielfalt. Mir ist die regenerative Landwirtschaft, das ist eine ganz große Herzensangelegenheit von mir, und mir ist es aus dem Grund so wichtig, dass wir heutzutage immer wieder das Wort Nachhaltigkeit hören. Und für mich ist aber Nachhaltigkeit, wenn man auf das Ökosystem, auf die Natur schaut, ist für Nachhaltigkeit einfach schon zu spät. Das heißt, wir müssen wirklich wieder regenerieren, die ganzen Ökosysteme, die Biodiversität. Und darauf zielt halt die regenerative Landwirtschaft da. Wir wollen nicht erhalten, was da ist, sondern wir wollen einfach diese Natur regenerieren. Rückblickend gesehen, natürlich durch das, dass wir relativ viele neue Wege gegangen sind, hat es schon die ein oder andere Herausforderung gegeben. Aber durch das, dass wir so motiviert waren und so eine Leidenschaft für dieses Thema entwickelt haben, haben wir die eigentlich immer ganz gut gemeistert. Und ich bin auch rückblickend gesehen eigentlich sehr stolz, dass wir bisher unserer Vision so treu geblieben sind. Weil wir wollen einfach auf unserem Betrieb ein stabiles Ökosystem schaffen, wo einfach die Natur im Gleichgewicht ist, ohne dass wir zu viel eingreifen müssen.